Hallo an alle, die neu dazugekommen sind. Euch kenne ich doch noch nicht hier vorne in der Reihe. Ihr seid doch gerade erst gekommen, oder? Hallo. Hallo an alle, die neu eingeschaltet haben. Schön, dass ihr da seid. Einmal kurzer Hinweis für die Leute, die hier vor Ort sind. Ich beiße nicht und die meisten SpeakerInnen auch nicht. Also wenn ihr mögt, könnt ihr gerne noch so ein Stück nach vorne kommen. Müsst ihr aber natürlich nicht. Ich habe mal eine Frage an euch und die Leute, die online zugucken, ihr könnt es gerne in den Chat schreiben. Wir machen das hier mal vor Ort mit Händeheben. Wer von euch hat einen Insta-Account? Ah ja, nice. Wer hat TikTok? Okay. Wer hat denn Twitter? Okay, und wer hat Facebook? Ja, das sind so ein bisschen die Älteren hier unter uns, die kennen das noch, Facebook, genau. Ja, das ist ziemlich eindeutig. Wir alle benutzen super viele Social Networks und das ist für uns der totale Alltag geworden. Unser nächster Speaker fand seine Social-Media-Profile aber irgendwie ziemlich langweilig und die ganzen Plattformen eher so doof bis problematisch. Ja, und im Gegensatz zu uns hat er dann einfach mal sein eigenes Social-Media-Network programmiert. Und das hat mittlerweile 130.000 UserInnen und Anton, so heißt unser nächster Speaker, ist vom Schüler zum Social-Media One-Man-Startup geworden. Und wenn ihr euch jetzt fragt, wie das geht, weil ich frage mich das ehrlich gesagt auch, ich habe keinen Plan, wie man sowas macht, dann könnt ihr euch auf Anton freuen, der erzählt es euch am besten selbst. Hallo, ich bin Anton. Ihr könnt mich auch Ann nennen, so heiße ich online überall. Und ich bin 19. Ich programmiere, seit ich ungefähr 13 Jahre alt bin. Und ich komme aus Baden-Württemberg, also es wird vielleicht auch in meinem Dialekt. Ich finde, dass soziale Medien heutzutage ein paar Probleme haben. Und darüber möchte ich heute mit euch gerne reden. Das sind so Probleme wie Datenschutz, aber auch Manipulation und vor allem, finde ich, die eingeschränkte kreative Freiheit. Ich finde, das war nicht immer so. Ich habe ein bisschen recherchiert und da gab es früher ein soziales Netzwerk, das hieß MySpace. Vielleicht sagt der Name dem einen oder anderen was. MySpace war ein ziemlich großes soziales Netzwerk, so um 2005 rum. Und das Besondere daran war, dass MySpace seinen Nutzer und seinen Nutzerinnen erlaubt hat, ihre Profile komplett selbst anzupassen. Mit eigenem Code, eigenem Design, eigenem Hintergrund, eigenen Schriftarten, alles selbst gestalten. Und das fand ich ziemlich faszinierend und ich fand es auch schade, dass sowas heutzutage irgendwie nicht mehr gibt. Also habe ich mir überlegt, im November 2020, ich hatte mein Abi hinter mir, war abgeschlossen und ich konnte nicht reisen. Ich wollte eigentlich Work and Travel machen, ein bisschen die Welt erkunden, ein bisschen was erleben. Es ging natürlich leider wegen der Pandemie nicht. Also dachte ich, hey, warum mache ich nicht sowas wie MySpace damals, aber halt neu und mit den Grundfunktionen, mit dieser kreativen Freiheit und vor allem, wo ich auch diese Probleme, die ich heutzutage in sozialen Medien sehe, anders, besser lösen kann. Und so ist Spacehey entstanden. Spacehey sieht so aus, ich habe es Retro-Design gemacht, das es so an MySpace erinnert, hat auch sehr viele Funktionen und gerade diese kreative Freiheit ist groß geschrieben bei Spacehey. Und wie gesagt, ich versuche, so Datenschutz- und Manipulationsprobleme, die ich jetzt ansprechen will, besser zu lösen auf Spacehey. Das erste Grundproblem bei heutigen sozialen Netzwerken, wie ich finde, ist der Datenschutz. Wie ihr vielleicht wisst, die meisten sozialen Netzwerke heutzutage leben von den Daten. Sie sammeln Daten ohne Ende. Und diese Daten sammeln sie natürlich hauptsächlich auf den Plattformen, durch die ganzen Interaktionen, die man tut, was man liked, was man kommentiert, wie man folgt. Aber sie sammeln die Daten auch außerhalb der Plattform. Zum Beispiel gibt es so Libraries wie Facebook Pixel oder Google Analytics, die können Website-Betreiber nutzen, um mehr Daten aus ihren Webseiten rauszubekommen. Das ist ganz nützlich für Website-Betreiber, weil dann sieht man, hey, wer besucht so meine Website, was machen die da drauf? Aber es ist auch problematisch, denn diese Libraries senden die Daten natürlich auch weiter an die Betreiber von diesen Libraries, sprich an Facebook, an Google, wer auch immer diese Libraries betreibt. Und somit wird ein komplettes Modell von einem selbst erstellt. Nicht nur auf den sozialen Medien selbst, wie Instagram oder Facebook, sondern auch durch die Interaktion, die man außerhalb des sozialen Netzwerks macht, auf Webseiten oder sogar in getrackten E-Mails. Und so wird ein virtuelles Modell von einem erstellt, von den Plattformen. Anhand von dem wird dann so Sachen festgemacht, was dich interessieren könnte, wer du bist, was du magst, was du nicht magst. Und so lernen die Netzwerke immer mehr überein. Diese ganzen Daten werden dann aber nicht nur von dem Netzwerk selber verwendet, sondern die werden auch an alle Werbetreibenden weitergegeben. Wenn also jemand Werbung schalten will auf Instagram zum Beispiel, kann man einstellen, diese Werbung sollen nur Leute sehen,
die zum Beispiel eine Katze haben und dann sehen die Werbung für Katzenfutter. Ganz praktisch. Aber es geht noch weiter. Man kann da viel mehr Filter reinmachen, wenn man Werbung schaltet. Und da hat die App Signal, dieser sichere Messenger, den ihr vielleicht auch kennt, hat Anfang des Jahres ein Experiment gemacht. Und zwar haben die probiert, bei Facebook, also bei Instagram, gehört ja Facebook, Werbung zu schalten und haben mal ausprobiert, wie viele Filter können wir da anlegen, wie spezifisch können wir diese Werbung zuschneiden, dass es nur bestimmte Personengruppen, Zielgruppen sehen. Wir haben zum Beispiel eingestellt, wir machen jetzt einen Post und dieser Post soll nur Leute sehen, die Lehrer sind von Beruf, die Sternzeichen Löwe haben, die Singles sind, die aus Moskau kommen, die Sketch-Comedy mögen und Drag machen. Und dann haben die so einen Post erstellt, den ihr hier sehen könnt. Hey, wir wissen das über dich und deswegen siehst du diesen Post. Jetzt stellt euch mal vor, ihr scrollt durch Instagram durch, seht irgendwelche Inhalte, die euch vielleicht interessieren oder auch nicht und auf einmal kommt zwischendrin so ein gesponserter Beitrag, wo wirklich das über euch draufsteht. Hey, wir wissen, dass du den Beruf hast, wir wissen, dass du daher kommst, wir wissen deinen Beziehungsstatus, wir wissen, was du magst, wir wissen, was du auch nicht magst. Und es stimmt einfach alles über euch. Das finde ich ziemlich beängstigend. Aber es ist heutzutage fast schon normal. Und dieses Signal-Experiment fand ich ziemlich faszinierend, weil es zeigt mal auf, wie viele Daten moderne soziale Medien eigentlich wirklich über einen haben und was die alles über einen wissen. Das versuche ich zum Beispiel bei meinem sozialen Netzwerk SpaceHey anders zu machen. Ich versuche so gut wie gar keine Daten zu tracken, keine personalisierten Werbung zu machen und die Daten nicht an andere Drittpersonen weiterzugeben, weil ich finde, das muss nicht sein. Denn ein soziales Netzwerk muss nicht so viele Daten haben. Und das sehe anscheinend nicht nur ich so, weil mein soziales Netzwerk SpaceHey, wie gerade auch schon angesprochen, gibt es jetzt seit mittlerweile fast 10 Monaten und es hat schon, Stand heute, 146.000 Nutzer. Also irgendwo treffe ich da einen Nerv von Personen, die das ähnlich sehen. Der nächste Punkt, der mich ziemlich stört, ist die Manipulation an sozialen Netzwerken. Nehmen wir mal als Beispiel einen Like-Button. Ihr kennt ihn bestimmt alle. Bei so gut wie jedem sozialen Netzwerk heutzutage gibt es so ein kleines Herzchen bei jedem Beitrag. Man kann überall einfach liken. Jetzt stellt euch vor, ihr sitzt abends im Bett und scrollt durch Instagram durch oder durch eine x-beliebige andere soziales Netzwerk. Dann seht ihr irgendeinen Beitrag, der gefällt euch vielleicht, also drückt ihr das Herzchen und macht weiter. Kommt ein Beitrag, der euch vielleicht nicht so interessiert, liked man nicht, macht man weiter. Weiter scrollen, liken, nicht liken, 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 nicht liken. Das Problem an der ganzen Sache ist, man ist sich bei dem Konsum irgendwie nicht so bewusst, finde ich. Also wenn man was liked und weiter scrollt, weiß man schon nach gefühlt 10 Sekunden nicht mehr, was man da eigentlich gerade gesehen hat. Was habe ich denn da gerade geliked? Weil es einfach nur noch ein Massenkonsum ist. Man scrollt einfach nur durch, damit man halt durchscrollt. Ohne wirklichen Mehrwert. Und das, finde ich, ist ein Problem. Denn nehmen wir mal an, es gäbe keinen Like-Button. Was müsste man tun, wenn man wirklich ein Beitrag einem gefällt? Was tut man? Die einzige Möglichkeit wäre eigentlich, einen Kommentar zu schreiben. Und in einem Kommentar müsste man erstmal formulieren, hey, warum gefällt mir der Beitrag? Oder warum gefällt mir der Beitrag nicht? Oder was können wir da besser machen? Oder was denke ich darüber? Das finde ich viel sinnvoller, weil dann muss man sich erstmal bewusst werden, warum gefällt mir das? Warum gefällt mir das nicht? Und so entsteht vielleicht auch ein Diskurs, eine Diskussion mit anderen Nutzern oder auch mit dem Ersteller von dem Beitrag. Finde ich persönlich viel sinnvoller und deswegen habe ich es auch bei meiner Plattform so gelöst. Es gibt keinen Like-Button. Die einzige Möglichkeit, wirklich was zu zeigen, dass man es wertschätzt, ist es, einen Kommentar zu schreiben. Solche Sachen seht ihr bestimmt alle immer mal wieder auf sozialen Netzwerken, und zwar vorgeschlagene Inhalte. Seien es jetzt so Sachen wie, hey, diese Beiträge könnten dir gefallen, oder diese Person könntest du kennen, oder diese Gruppen könntest du beitragen. Das sind alles vorgeschlagene Inhalte, die von irgendwelchen Algorithmen uns irgendwie vorgeschlagen werden, aufgrund von unseren Interaktionen auf der Plattform und aufgrund von unseren Interessen. Und als ich zum Beispiel meinen Instagram-Account vor ein paar Jahren erstellt habe und da total neu war, ich habe den frisch angelegt, habe noch keiner Person gefolgt, nichts geliked gehabt, bin ich durch Instagram durchgescrollt und es kamen mir nur verschiedenste Sachen vorgeschlagen. Beiträge über Katzen, Drohnenbilder, Memes, lustige Fakten, Serienbilder von Filmen, Ausschnitte, alles Mögliche kam da. Und dann kam irgendwann ein Gruppenbild von dem Cast von der Fernsehserie Friends. Kennt ihr vielleicht? Ich kenne Friends, fand es ganz cool, dachte, okay, das like ich jetzt mal. Am nächsten Tag gehe ich wieder in Instagram rein, also merkt euch, ich habe bis jetzt nur dieses eine Bild geliked von Friends und sonst immer noch keinem gefolgt und nichts gemacht gehabt. Und was sehe ich in den vorgeschlagenen Inhalten? Nur noch Beiträge von Friends. Friends Gruppenbilder, Friends Memes, Friends Serienausschnitte, alles Mögliche, aber nur Friends. Und das ist auch logisch, denn Instagram wusste bis dahin nur, hey, der hat einen Beitrag von Friends geliked, also muss er der größte Friends-Fan der Welt sein.
Mittlerweile ist es natürlich nicht mehr so in meinem Instagram-Account. Mittlerweile wissen die mehr über mich, mittlerweile folge ich auch mehr Leuten. Deswegen werden die Beiträge, die ich sehe, immer relevanter für mich und auch immer interessanter. Und das ist auch ihr Ziel, weil wenn die Beiträge nicht interessant für mich wären, dann würde ich sie auch nicht angucken, dann wäre ich auch nicht lange in der App drin. Und das ist ein großes Problem. Denn dadurch, durch diese vorgeschlagenen Inhalte, die mich interessieren oder auch interessieren könnten, bleibe ich lange in der App. Und auch durch so Sachen wie Benachrichtigungen. Wenn ich zum Beispiel in Twitter länger nicht drin bin, kriege ich irgendwann eine Benachrichtigung, die sagt, hey, du folgst dem und der hat jetzt gerade das geliked, das könnte dir auch gefallen. Und somit werde ich in die App reingezogen, obwohl ich gar nicht in der App drin war. Aber auch sowas wie Stories. Ihr kennt es alle auf Plattformen wie Snapchat, Instagram, Facebook, so gut wie überall gibt es heutzutage Stories. Dieses Format, dass man was postet und es nach 24 Stunden für immer weg ist. Das machen die Plattformen absichtlich, denn dadurch entsteht FOMO, also die Fear of Missing Out, sprich die Angst, was zu verpassen. Denn wenn ich jetzt mal einen Tag nicht in Instagram reingucke oder in Snapchat, könnte ich ja was verpassen. Denn das Witzige ist ja dran, wenn ich jetzt erst nach 48 Stunden oder so wieder reingucke, könnte in der Zwischenzeit was gepostet worden sein von meinen Freunden, was Interessantes, was Witziges, keine Ahnung, was Spannendes, das mittlerweile schon wieder abgelaufen ist nach den 24 Stunden und schon wieder weg ist und ich weiß gar nicht, dass ich was verpasst habe. Und deswegen wird in deinem Kopf das so gemacht, dass man denkt, hey, ich muss regelmäßig da reingucken, denn wenn ich da nicht regelmäßig reingucke, verpasse ich was. Auch wenn man vielleicht gar nicht verpasst, aber das weiß man nicht. Und das machen sich die Plattformen gezielt zunutze, damit man öfter in die App guckt und auch länger reinguckt. Dadurch, dass man öfter und länger in der App drin ist, sieht man auch mehr Werbung. Und je mehr Werbung man sieht, desto mehr verdient die Plattform Geld. Und das ist auch denen ihr Ziel. Sie wollen ja Geld verdienen. Es geht nicht darum, dass du einen Mehrwert hast, sondern dass die Plattform Mehrwert hat, indem sie dir möglichst viel Werbung zeigen können. Und dieses Ziel, dass sie möglichst viel Werbung zeigen können, erreichen sie dadurch, dass sie versuchen, dich in einer gewissen Weise süchtig zu machen und dich dazu zu bringen, dass man oft und lange in die App reinschaut. Es dreht sich also alles letztendlich nur um Werbung. Das Hauptding, was ich allerdings schade finde oder was mich stört an sozialen Medien, ist die limitierte Kreativität. Nehmen wir Instagram als Beispiel. Ihr könnt jetzt hier einen Screenshot von einem x-beliebigen Instagram-Profil sehen. Kennt ihr ja bestimmt alle das Layout, oben ist der Name, das Profilbild und die Biografie, die Beschreibung und drunter kommen dann die Beiträge von der Person. Jetzt stellt euch mal vor, das ist das Instagram-Profil von irgendeinem Filmstar, irgendeinem Serienstar mit 2,5 Millionen Followern als Beispiel. Das sieht genauso aus. Oben ist der Name, die Beschreibung, das Profilbild und drunter kommen dann die Beiträge. Es könnte jetzt aber genauso gut auch das Profil sein von einem Freund, einer Freundin von euch mit 15 Followern. Sieht genau gleich aus. Name, Beschreibung, Profilbild und drunter die Beiträge. Und das finde ich schade, denn jeder von uns ist ja individuell. Und diese Individualität kann man aber leider in modernen Mainstream-sozialen Netzwerken, wie zum Beispiel Instagram, aber auch Facebook, Twitter, whatever, kann man nicht so gut zum Ausdruck bringen, finde ich. Denn jeder ist limitiert auf dieses Gitter, jetzt zum Beispiel bei Instagram wieder, auf dieses Gitter von Beiträgen und diese paar wenigen Infos, der Name und die Beschreibung, die man über sich preisgeben kann. Man kann nicht mehr über einen rausposaunen, man kann nicht seine Individualität, seine Kreativität zum Ausdruck bringen, so wie man es will. Und das finde ich sehr schade. Bei MySpace, wie ich vorher schon erwähnt habe, war das damals nicht so. So sieht zum Beispiel ein Profil bei Spacey bei meiner Plattform aus, das ist mein Profil. Und das sieht so aus, wenn ich kein Layout, kein eigenes Design angewandt habe. So sieht standardmäßig ein Profil aus. Oben ist mein Profilbild, mein Name, rechts kommen dann meine neuesten Blog-Einträge, meine Interessen kommen links unten, wenn man runterscrollt, rechts dann noch mein About-Text und wen ich gerne treffen würde. Drunter sind dann meine neuesten Freunde und die Kommentare von meinen Freunden. Wie gesagt, so sieht es aus, wenn ich kein eigenes Design angewandt habe. Man kann allerdings jetzt mit eigenem CSS und HTML-Code oder auch mit fertigen Layouts oder mit Layout-Bildern, wo man keinen Code braucht, kann man eigene Layouts erschaffen. Und das sieht dann zum Beispiel so aus. Das ist Cory, ein Nutzer von Spacey aus Amerika. Der hat sein Profil so angepasst, dass es aussieht wie Windows XP früher, ziemlich retro. Das Layout ist an sich gleich, dass rechts die Blog-Einträge sind, links Profilbild und so weiter. Aber das Layout ist trotzdem irgendwie anders. Also es ist ein komplett anderes Design als zum Beispiel bei meinem Profil gerade. Und das finde ich cool. Weil so kann man zeigen, was einen interessiert und wie man halt so ist. Weil jeder ist ja anders, auch im echten Leben. Und so finde ich, sollte es auch in sozialen Medien sein. So sieht zum Beispiel das Profil von Christiana aus, einer anderen Nutzerin von Spacey. Die hat das noch weiter angepasst.
hat ihre kompletten Inhalte auf so ein Notizbuch in der Mitte verfrachtet, mit einer eigenen Schriftart, wo in so eine Handschrift symbolisiert, nachbildet. Und drumherum sind dann ganz viele Polaroid-Bilder von ihren Urlauben. Wenn man dann mit der Maus drüber hovert, werden die Bilder sogar größer und man sieht sie noch besser. Finde ich total cool. Sieht auch wieder komplett anders aus als alle anderen Profile auf Spacey. Und so als letztes Beispiel noch sieht zum Beispiel das Profil von Mino aus, auch ein Spacey-Nutzer. Bei dem sieht man sofort, hey, das ist ein Star Wars-Fan, ein sehr großer Star Wars-Fan. Star Wars-Bilder, wenn man runterscrollt, sogar Star Wars-Charaktere, die so GIF animiert sind, die tanzen. Wenn man auf die Seite kommt, kommt gleich Musik, der Imperial March von Star Wars, von Spotify eingebettet. Es ist wieder ein komplett anderes Erlebnis, dieses Profil aufzurufen, als jedes andere Profil auf Spacey. Und da sieht man halt auch, was seine Persönlichkeit ist und seine Interessen sind. Und das finde ich so cool. Denn Spacey erlaubt vielen Leuten einen Einstieg zum einen ins Coden mit HTML und CSS, sein Profil anzupassen. Denn beim Coden dreht sich, finde ich, ja nicht immer alles nur um irgendwelche Datenstrukturen, Algorithmen, irgendwelche theoretischen Probleme, die man löst, sondern auch um Kreativität. Und das kann man da super zum Ausdruck bringen. Auch wenn man da noch nichts kann, gibt es Foren, wo einem geholfen wird und so weiter. Und es gibt auch schon fertige Layouts und Layout-Bilder, wo man das ohne Code sogar anpassen kann. Man kann einfach, jeder kann theoretisch seine Kreativität freien Lauf lassen auf Spacey. Und das finde ich so cool. Ich habe diese Option gegeben, dass man kreativ werden kann auf Spacey. Und jetzt mit 145.000 Nutzern ist auf einmal so, dass jeder irgendwie kreativ ist und jeder ein anderes Profil erschafft mit Sachen, die ich mir gar nicht vorgestellt hätte. Gerade wo ich Spacey vor ein paar Monaten programmiert habe, hätte ich nie gedacht, dass jemand mit so Polaroid-Bildern außenrum spielt, die dann sich sogar mit der Größe verändern und so weiter. Das ist total cool und total anders als alle anderen Sachen auf Spacey. Also fassen wir zusammen. Was will ich euch sagen? Thema Datenschutz. Passt darauf auf, dass ihr online vielleicht nicht ganz so gläsern seid, nicht ganz so transparent. Klar, das ist schwierig, die sozialen Medien tracken euch einfach, wo ihr geht und steht. Sie wissen sehr viel über euch, leider. Aber versucht wenigstens nicht noch mehr Infos über euch preiszugeben, die nicht unbedingt sein müssen. So Sachen wie eure Adresse, eure Telefonnummer, euer Geburtsdatum. Das sollte keinen online interessieren. Und versucht auch, wenn ihr zum Beispiel jetzt gerade auf irgendwelchen Webseiten seid, vielleicht irgendeinen Browser zu verwenden, der diese ganzen Tracking-Sachen im Hintergrund vielleicht ein bisschen blockiert. Oder da auch Plattformen nutzen, die Datenschutz respektieren, wie zum Beispiel jetzt meine Plattform, oder auch gibt es einige andere Plattformen, die Datenschutz ernst nehmen. Versucht euch auch nicht zu arg manipulieren zu lassen, denn die sozialen Medien wollen ja, dass ihr lange drin seid. Die wollen ja, dass ihr oft in die App guckt, lange in die App guckt. Versucht lieber, aus dem Flow so ein bisschen rauszukommen. Versucht einfach mal ein paar Tage nicht in Instagram zu gucken, nicht in Twitter zu gucken. Ich weiß, es ist schwierig, weiß ich selber von mir, aber macht euch wenigstens ein Tageslimit oder so, nicht mehr als 45 Minuten in Instagram am Tag und versucht es auch wirklich einzuhalten. Und sonst kommt man da teilweise auch nicht mehr raus aus diesem immer wiederkehrenden Sache, dass man immer wieder in die sozialen Medien reinguckt, obwohl es eigentlich gar nichts zum Nachgucken gibt, nur einfach damit man reingeguckt hat. Hinterfragt auch bitte alles, was ihr so seht. Was vorher in dem Vortrag vor mir gesagt wurde, stimmt auch. Wir nehmen unsere Informationen hauptsächlich aus sozialen Medien heutzutage. Und es kann auch zum Problem werden. Es ist nicht unbedingt schlecht, aber es kann zum Problem werden, wenn Informationen gerade zum Beispiel falsch sind oder nicht hundertprozentig stimmen. Deswegen versucht da darauf zu achten, dass ihr irgendwo eine Quelle findet oder, wenn euch was interessiert, das auch nochmal nachprüft mit irgendwelchen seriösen Nachrichtenquellen. Versucht auch, kreativ zu sein online. Versucht euch nicht allzu einschränken zu lassen von den 2, 3 Mainstream-Plattformen, sondern versucht vielleicht auch ein paar andere Plattformen auszuprobieren. Gerade zum Beispiel Spacey, aber auch andere Sachen, Nischenplattformen, die vielleicht nicht jeder hat, aber die dafür auch mehr Kreativität zulassen. Und seid auch mutig. Spacey war jetzt nicht mein erstes Projekt. Ich hatte davor 20, 25 andere kleinere Projekte, die ich programmiert habe. Da war keins so erfolgreich wie Spacey. Ich kann es immer noch nicht glauben, dass das jetzt 146.000 Nutzer hat und Millionen Aufrufe. Das ist einfach nur verrückt. Deswegen probiert Neues aus. Es kann nicht schief gehen. Vielleicht interessiert es auch andere Leute, vielleicht wird es erfolgreich, vielleicht aber auch nicht. Und im schlimmsten Fall lernt ihr immer noch was draus. Also es kann eigentlich nur einen Mehrwert für euch haben. Probiert es einfach aus. Sitzt nicht tatenlos rum, sondern macht was. Konsumiert weniger und erstellt mehr. Klar, es ist auch wichtig, durch YouTube zu scrollen, durch Instagram zu scrollen, mal was anzugucken für euren kreativen Input, aber versucht nicht, den ganzen Tag nur durchzuscrollen und zu sagen, ja cool, was der da macht, cool, was die da macht, super, sondern versucht auch mal zu sagen, hey, das könnte ich auch machen, hey, da könnte ich auch was ausprobieren. Warum mache ich das nicht? Und das will ich jetzt auch gar nicht darauf beschränken mit irgendwie was programmieren, was entwickeln. Es kann genauso gut sein, dass ihr einen eigenen YouTube-Kanal macht.
oder ein eigenes Projekt irgendwie online macht oder auch offline. Ihr könnt auch in den Wald gehen und eine Blockhütte bauen. Macht was. Probiert was aus. Und sitzt einfach nicht nur rum und konsumiert passiv. Das will ich mit euch damit sagen. Ja, Dankeschön für Zuhören. Ja, wenn ihr... Ihr könnt mich auch gerne über eins dieser genannten sozialen Netzwerke, wie gesagt, auch kontaktieren oder mich nachher noch irgendwo anquatschen. Ich bin offen für Fragen. Das passt ja super gut. Wir gucken jetzt nämlich mal, ob es hier noch ein paar Fragen für dich gibt. Danke, Anton, erstmal. Das ist echt wahnsinnig beeindruckend. Danke für die Einladung. Gerne, jederzeit wieder. Und wir haben hier gleich schon mal ein paar Fragen aus dem Chat, also von den Leuten, die jetzt live im Netz quasi zugucken. Ich möchte dich gerne fragen, wie sehr sind UserInnen schon an den Druck gewöhnt, jeden Tag in die App schauen zu müssen? Und wie war deren Feedback, nachdem sie deine App benutzt haben und mit einer ganz anderen Reizmenge konfrontiert wurden? Ja, da gab es verschiedenes Feedback. Hauptsächlich war es so, dass die Leute gesagt haben, sie gucken täglich in Instagram rein, verbringen da Stunden damit und folgen Leuten und gucken einfach nur die Inhalte an, konsumieren die einfach nur. Und die haben mir gesagt, es ist erfrischend, oder sowas wie meine Plattform zu nutzen. Ich habe Stand jetzt auch gar keine native Android- oder iOS-App, sondern es ist nur eine reine Webplattform aktuell, wo die Leute auch hauptsächlich am Computer nutzen. Okay. Das heißt, es gibt keine Sachen wie Benachrichtigungen. Das heißt, sie gucken rein, wann sie reingucken wollen und nicht, wann sie dazu gedrängt werden, reinzugucken. Ja. Das fanden sehr viele Leute erfrischend und fanden es vor allem auch gut, dass dieser ganze soziale Druck weg ist, dieser Peer Pressure, dass man halt immer wieder reinguckt und immer wieder irgendwas konsumiert. Ja. Ja, also dieses stundenlange Scrollen, das kenne ich auf jeden Fall auch aus meinem Leben und ich denke, einige hier wahrscheinlich auch. Hier fragt noch jemand, wie viel technisches Know-how braucht man denn, um Programmieren zu lernen? Das ist unterschiedlich. Also ich finde, man kann auch mit sehr kleinem Wissen schon sehr viel machen. Also ich programmiere, seit ich ungefähr 13 bin und ich habe auch nicht gesagt an einem Tag, hey, ich will jetzt programmieren können, sondern ich habe halt irgendwann gedacht, hey, es wäre doch ganz cool, eine eigene Website zu haben, wo so ein bisschen was über mich drüber steht. Dann habe ich gegoogelt, okay, wie kann ich das machen? Wie geht das? Und so habe ich mich immer weiterentwickelt. Das heißt, ich habe auch schon in der ersten Woche, wo ich das erste Mal programmiert habe, schon eine Website irgendwann online gehabt. Die zwar jetzt nach heutigen Standard nicht gut, aber es war was. Das heißt, man kann, finde ich, schon mit sehr wenig Wissen schon was erreichen und vor allem auch meistens sogar schon ohne reinen Code zu schreiben. Sondern es gibt also Plattformen wie WordPress oder Notion, wo man auch schon was machen kann, ohne zu programmieren. Und dann kommt man damit rein. Das finde ich total cool. Okay, du empfiehlst also den Leuten, die uns so zugucken, als Methode einfach sich mal so mit einer Frage hinzusetzen und sich dann so ein bisschen durchzugoogeln. Genau, einfach loszulegen. Ja. Okay, gibt es denn hier noch Fragen aus dem Publikum? Habt ihr Fragen an Anton? Okay, dann gucken wir nochmal in den Chat. Ist SpaceHey optimiert für Mobilgeräte? Ja, habe ich optimiert. Das heißt, man kann es im Browser am Handy öffnen, spacehey.com. Funktioniert super, aber wie gesagt, es ist keine App, das heißt, es gibt keine Benachrichtigungen, das heißt, man guckt rein, wann man selber reingucken will. Okay, das klingt auf jeden Fall ganz erfrischend. Kannst du dir denn in Zukunft als Job vorstellen, weiterhin zu programmieren und noch mehr soziale Netzwerke zu entwickeln? Ja klar, warum nicht? Ist ja auch schon dein Job, ne? Wenn wir ehrlich sind. Ja. Genau. Habt ihr noch Fragen an Anton? Now or never? Vielleicht stehe ich hier gerade neben dem nächsten Mark Zuckerberg in cool. So, und dann könnt ihr sagen, ich habe dem damals schon eine Frage gestellt. Okay, dann nehmen wir noch eine Frage aus dem Chat. Und zwar, kann ich auf SpaceHey auch meine neuesten Witze posten? Klar. Klar, alles möglich. Es gibt sogar schon Nutzer, die das machen. Da gibt es eine extra Witzegruppe, da kann man Witze posten. Ja, und Memes perfekt. Und so weiter. Perfekt. Ein Traum. Okay, dann würde ich sagen, wir laden uns alle mal wir laden es uns nicht runter, wir rufen es im Browser auf und gucken mal, was uns da so erwartet. Vielen Dank an dich, Anton. Dankeschön. Und mach dir noch einen schönen Tag. Danke.